Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dieses Video heute richtet sich an alle Hundeneulinge, die vorhaben, sich ihren ersten Rüden nach Hause zu holen. Wenn Sie sich für einen Rüden entschieden haben, aber absolut nichts davon halten, ihn aus Gemütlichkeitsgründen kastrieren zu lassen oder mit anderen künstlichen Hilfsmitteln zum Thema hitzige Hundemädchen zu arbeiten, dann könnte dieser Beitrag heute recht interessant für Sie sein. Ich möchte Ihnen zeigen, was auf Sie zukommen kann, wenn Ihr Rüde geschlechtsreif wird und Ihnen in Ihrer Umgebung läufige Hündinnen eine spannende Zeit mit ihm garantieren. Also, bis gleich. Nun, gleich zu Beginn dieses Videos möchte ich betonen, dass ich hier und heute nicht gegen Kastration, Chip oder Pheromondiffusoren in den Krieg ziehen werde, garantiert nicht. Ich werde diese drei von vielen Rüdenbesitzern sehr gerne durchgeführten Dinge kurz ansprechen, das werde ich, mich danach aber zu 100% den Rüden widmen, welche Zeit ihres Lebens mit keiner dieser Möglichkeiten in Kontakt kommen. So wie es bei all meinen Rüden und bei vielen Rüden meiner Bekannten oder Zusehern der Fall war und ist. Kastration eines Rüden ist eines der beliebtesten Mittel, um stressfreier mit einem vierbeinigen Banditen durchs Leben zu kommen. Manchmal erfordern gesundheitliche Komplikationen des Rüden solch einen Eingriff. In diesem Fall würde auch ich nicht lange überlegen. Doch häufig wird Ihnen das als Entschuldigung nur erzählt, wenn Sie fragen, oh, Ihr Rüde ist kastriert. Ja. Andere wiederum stehen dazu und sagen, ja, wir wollten uns die Ellbogen, die ein intakter Rüde entwickeln kann, damit ersparen. Grundsätzlich ist das Kastrieren von Rüden aus diesen Gemütlichkeitsgründen in vielen Ländern verboten. Doch ein gutes Verhältnis mit dem richtigen Tierarzt regelt diese Geschichte im Normalfall völlig problemlos, wie wir wissen. Schlussendlich muss jeder selbst wissen, was er tut. Ist so. Bei mir war, ist und bleibt es so, dass keiner meiner Rüden aus diesen Gründen kastriert wird oder wurde. Der Chip. Sehen wir uns mal den Chip an. Der gilt als beliebte Alternative zur Kastration eines Rüden. Auch das wissen wir. Ein Implantat, das der Hund unter die Haut eingesetzt bekommt und dessen Hormone damit beeinflusst werden. Damit soll der Rüde weniger Interesse an läufigen Hündinnen zeigen und auch andere Triebe, die bei ihm zur Hitzezeit verstärkt auftreten, abgeschwächt werden. Dieser Chip wirkt je nach Fabrikat und Größe des Hundes zwischen 6 und 12 Monaten und müsste dann erneuert werden. Ich selbst dachte schon mal drüber nach, eines meiner Autos chippen zu lassen, doch niemals daran, einen meiner Hunde solchen Teil einsetzen zu lassen. Ich habe meine Gründe dafür. Ja. Nun zu den Pheromondiffusoren, eine dritte Möglichkeit für Leute, die sich hier etwas Stress ersparen möchten. Das ist eine Art Duftstecker, welcher Pheromone abgibt und die Rüden beruhigen soll. Habe ich noch nie versucht, da meine Rüden zu Hause eigentlich nie wegen läufigen Hündinnen derart gestresst waren, dass sie nicht zur Ruhe kamen.
Was ich zu diesen Pheromondiffusoren weiß, ist, dass es dazu Studien gibt, welche behaupten, diese Diffusoren wirken etwas zu gering, um wirklich gestresste Rüden runterfahren zu können. Aber ich würde sagen, probieren geht über studieren. Ja? Doch nochmal, bei uns war das bis jetzt überhaupt kein Thema. So, somit wären diese 3 Dinge für mich im heutigen Video abgearbeitet und besprochen. Und nun zu den vierbeinigen Jungs, welche nicht verstümmelt werden, denen kein Chip ins Steuergerät eingebaut wird und die zu Hause nicht auf einer Pheromonwolke schweben sollen. Ja. Unsere Rüden werden im Alter zwischen 5 bis 12 Monaten geschlechtsreif und somit paarungsbereit oder besser ausgedrückt willig. Das ist etwas unterschiedlich zum Wolfsrüden, denn während männliche Isegrims im Normalfall nur zwischen Februar und März auf Paarung aus sind, also zu der Zeit, in welcher die Wölfinnen läufig werden, stehen unsere Rüden das ganze Jahr über ihren Mann. Wenn die Hündinnen ihr Parfum auflegen. In der Praxis ist es so, dass Hündinnen zumeist im Frühjahr und im Herbst läufig werden, während Wölfinnen nur einmal im Jahr in die Hitze kommen, nämlich im Frühjahr. Doch gibt es auch Hündinnen, welche nur einmal im Jahr diesen Zustand erreichen, und es gibt welche, die aus Alters- oder hormonellen Gründen außerhalb dieser Zeit läufig werden. Das wissen wir. Die Wolfsrüden zeigen aber im Normalfall außerhalb dieser Zeit Desinteresse an einer Paarung. Unsere Rüden nicht. Die stehen permanent zur Verfügung, wenn die Mädchen wollen. Ne? Nun, was tut sich dann mit den Jungs, wenn sich die Mädchen für sie rausputzen? Aber ja, einiges, liebe Zuseher, wie viele von Ihnen wissen. Ohne weiteres kann ich behaupten, dass sich alle meine Rüden in dieser Zeit ziemlich identisch verhalten haben. Obwohl sie alle unterschiedliche Charaktere vorwiesen. Ne? Ich sage nur was, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video heute drehe, fliegen Vito und mir, die läufigen Hündinnen hier in der Ortschaft, nur so um die Ohren. Wir haben aktuell im Umkreis von etwa 2 Kilometern 4 hitzige Mädchen, von welchen ich weiß. Und wenn ich das weiß, weiß mein Junge das auch. Vielen Dank für Ihr Beileid, ich weiß das zu schätzen. Ich habe mir da etwas überlegt. Dass Neulingen unter Ihnen, die sich für Rüden interessieren, sehr gut beschreiben kann, wie mein Hund Vito in der Hitzezeit der Mädchen unterwegs ist. Könnte recht interessant sein. Ne? Passen Sie gut auf. Sobald ich mich anziehe und er merkt, dass es gleich losgeht, wirft der Radio in seinem Kopf den Song Touch von ZZ Top an, und zwar mit anständiger Lautstärke, mit anständig Phon, klar erkennbar an seiner Vorfreude. Dieser Song läuft in der betörend duftenden Luft in seinem Kopf dann so lange ab, bis wir es nicht verhindern können, den Weg einer läufigen Hündin zu kreuzen. Ist das dann der Fall und die beiden Hunde kommen sich näher, dann ist es Vito völlig egal, ob die Hübsche willig ist oder nicht. Auf ihn wirken sie ausnahmslos alle so, als würden sie Love to Love You Baby von Donna Summer singen. Und ihm springen sofort die Herzen aus den Augen. Ne? Mit etwas Mühe und Not schaffe ich es dann, uns wieder von seiner Traumfrau zu lösen. Und für ihn beginnt sofort der Song Please Don't Go von Kizzy and the Sunshine Band im Kopf. Ja, sieht der Hündin dann noch einige Zeit nach und irgendwann findet er sich damit ab. Dann geht es wieder weiter mit Touch von ZZ Top in seinem Inneren. Ne? Das ist so, liebe Zuseher, wenn Sie sich jetzt diese 3 Songs anhören und ganz genau auf den Text achten, dann wissen Sie sehr gut darüber Bescheid, wie mein Hund in dieser Zeit unterwegs ist. Und das habe ich Ihnen deswegen erzählt, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass Ihr zukünftiger Rüde exakt denselben Musikgeschmack entwickelt wie meiner. Ist so. Ja,
Doch das war natürlich noch nicht alles. Da spielen noch andere Dinge eine Hauptrolle. Ja, und von denen möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Viele dieser typischen Verhaltensmuster intakter Rüden zu dieser Zeit zeigt auch mein Hund. Er markiert, merklich, häufiger, schert mit den Hinterbeinen danach weit häufiger und ist generell etwas flotter unterwegs, obwohl er auch sonst nicht zu den langsamsten zählt. Außerdem sind seine Hormone derart in Wallung, wenn es nach hübschen Mädchen riecht, dass sein Gehorsam oder besser gesagt seine Aufmerksamkeit mir gegenüber etwas darunter leidet. Er ist schlechter abrufbar, schlechter abzurufen auf jeden Fall. Aufpassen, da sind schon die gehorsamsten Rüden der Welt vom Besitzer abgehauen, um ihre holde Maid zu finden. Außerdem zeigt auch mein Hund zu dieser Zeit auffallenden Appetitmangel und nimmt dann bis zu 2 Kilogramm ab. Sobald die Mädchen aber wieder kalt sind, normalisiert sich das schnell wieder. Was noch häufig vorkommt und auch bei uns so ist etwas gesteigerte Aggressivität anderen nicht kastrierten Rüden gegenüber. Rivalität, Konkurrenz, vermehrt ausgeschüttetes Testosteron bewegen den Rüden dazu. Klare Sache. Was häufiger vorkommt, ich mit meinen Rüden aber noch nie in dieser Zeit erlebte, ist extreme Unruhe und damit einhergehender Schlafmangel zu Hause. Das kann zum Problem werden. Doch meine Rüden davor und auch Vito fahren zu Hause auch zur Hitzezeit der Hündinnen völlig normal runter. Also wir haben damit keine Probleme. Das Thema Heulen war eigentlich ebenfalls nie eines für uns. Vito war bis jetzt der einzige meiner Hunde, der in dieser Zeit zweimal wie ein Wolf beim Fenster rausgeheult hat. Doch das war vor etwa 2 Jahren und nur kurz der Fall, also nicht wirklich ein Thema für uns. Kann aber bei liebestollen Rüden vorkommen. Auf jeden Fall. Da gibt es noch etwas, das mir besonders bei Vito in dieser Zeit immer auffällt. Ne? Aufgepasst. Mein Hund ist generell von drahtiger, schlanker Statur weit entfernt von bullig oder stämmig. Eher in der anatomischen Liga von Malinois und Co. beheimatet, ja. Aber er hat exzellente Muskelhärte. Das hat viel mit unserem Bewegungspensum zu tun. Wir sind häufig auf unebenem Gelände unterwegs, bergauf, bergab und das Ganze oft in recht flottem Tempo. So etwas kommt dem Muskelapparat eines Hundes natürlich zugute. Klare Sache. Aber ich sage Ihnen was, wir haben etwa 4 Monate im Jahr allgemein gesehen mit dem Thema Einfluss läufiger Hündinnen zu tun. 2 Monate im Frühjahr, 2 Monate im Herbst. Deswegen so lange, weil manche Weibchen hier diesbezüglich etwas mit Beginn und Ende sich da verschieben. Ne? In dieser Zeit wird Vito merklich drahtiger, merklich muskulöser. Dieser vermehrte Testosteron, diese erhöhte Testosteronausschüttung, wenn ich so sagen kann, ist für mich, welcher in täglicher Fellpflege unterzieht, ja, mit ihm knuddelt und spielt, körperlich klar spürbar, erkennbar. Seine Hinterhand, seine Schultern, seine Flanken, ja, die werden in dieser Zeit steinhart. Er ist generell ein sehr drahtiger, sportlicher Rüde, aber in dieser Zeit merke ich, dass er etwas an Muskelhärte zulegt. Also ganz klar dieser vermehrten Testosteronproduktion zuzuschreiben, die ganze Geschichte. Achten Sie mal bei Ihren Rüden drauf, liebe Zuseher. Normalerweise sollten auch Sie das feststellen können. Ich bin davon überzeugt. Ein gewichtiges Argument von Leuten, die es bevorzugen, künstlich gegen den Trieb der Rüden
der nicht kastrierten Rüden vorzugehen ist, dass ein nicht erfüllter Sexualtrieb in dieser Zeit bei Rüden automatisch zu schweren Verhaltensproblemen führt. Nun, ich sage Ihnen was, die einzigen Verhaltensprobleme, die ich mit meinen 4 nicht kastrierten Rüden bis jetzt erlebt habe, das sind diejenigen, von denen Sie gerade von mir gehört haben. Und mit diesen kann man auf jeden Fall rechnen. Klare Sache. Aber gar so schlimm finde ich das gar nicht. Aber zur Information möchte ich noch besonders betonen, dass auch der Großteil der Wölfe, Wildhunde oder Straßenhunde diesbezüglich nie zum Zug kommt, wenn sie nicht stark genug, dominant genug oder dementsprechende Position im Rudel innehaben. Ist so, ja. Ja, so viel zum Thema, wenn Ihr Rüde auf Brautschau geht. Nochmal. Jeder muss selbst wissen, wie er zu diesem Thema steht. Wie ich dazu stehe, ist vielen von Ihnen bekannt. Ich kam und komme mit diesem Thema und meinen Rüden sehr gut zurecht, obwohl sie nie kastriert oder gechippt waren oder mit Pheromonen zu tun hatten. Und klar, meine Rüden verspürten und verspüren, dass sie dem männlichen Hundegeschlecht angehören. Ja, natürlich entwickelten sie Sehnsucht nach den Mädchen und erlebten jedes Jahr einige besonders spannende Monate deswegen, aber so ist die Natur nun mal, ja. Ich hoffe, einigen, die sich mit diesem Video angesprochen fühlen sollen, damit etwas Einblick gegeben zu haben, was auf sie zukommen kann. Wenn ihr erster völlig naturbelassener Rüde geschlechtsreif wird und im Frühjahr oder Herbst zum Romeo mutiert. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.